Hallöchen, herzlich willkommen. Da sind wir wieder zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5. Nochmal kurz von gestern möchte ich nochmal ein bisschen was erwähnen. Denn ich konnte nicht mehr, um ehrlich zu sein, gestern. War schon sehr ergreifend für mich so als Spieler. Und als großer Metal Gear Fan. Gestern mussten wir ja leider Gottes alle Mother Base Mitarbeiter töten, da sie alle schon infiziert waren, und die anderen wollten es alle eine Seebestattung machen mit ihrer verbrannten Asche. Aber Snake bzw. Big Boss hatte doch eine sehr, sehr gute Idee, und zwar haben wir ihre sterblichen Überreste, eben die verbliebene Asche, zusammengepresst und zu Diamanten zerschmolzen, kann man das sagen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tragen wir diese Diamanten von den ehemaligen Mitarbeitern, die ich ja durch meine eigene Hand getötet habe, tragen wir jetzt immer bei uns im Kampfgebiet. Und das finde ich cool, und deswegen seht ihr hier, dass es da blinkt. Seht ihr das da am Diamond Dogs Logo? Siehst du das? Und wir können ja... Jetzt pass auf, was ich mache. Jetzt pass auf. Wir werden jetzt erstmal uns die Kassette anhören. Oh, quiet, hallo. Ui, und wir haben einiges. Wir haben zum Beispiel hier eine Musikkassette. Haben wir eine neue bekommen. Metal Gear Peace Walker Main Them. Wir hören uns mal kurz rein. Yeah. Also richtig geil, ich mach's, aber muss es leider Gottes auch machen, denn ich habe Angst. Oder komm, wir hören es uns an. Ich halte mein Maul. Jo, und das hat... Ja, sind so Vater, das machen wir jetzt mal weg hier. Ja, das hat doch... Warte mal, stopp. Das hat doch, ja... Viele Erinnerungen birgt es hervor. Und wir lesen jetzt erstmal die Kassetten, die wir haben, und zwar Hueys Befragung Nummer 5. Gründe für die Förderung der Wolbachien-Mutation. Nummer 1. Well, Doctor, I have the report on the incident at the quarantine facility. Assuming the vocal cord parasite underwent a mutation. The only plausible explanations are exposure to some high-concentration mutagen, or radiation. As you know, some of the staff at the quarantine facility were infected with the parasites. The Wolbachia prevented them from copulating, but the parasites themselves can't be removed from their host's vocal cords. Once you're infected with Skullface's parting gift, you're stuck with it. The researchers regularly used X-ray equipment to monitor the parasites in their throats. No problem there, they kept a close eye on the radiation doses. But that equipment didn't just give off X-rays. It was also emitting beta rays. Even though that's unnecessary for the scans,
See, beta rays have far worse effects on DNA than X-rays. Meaning the only logical conclusion is that someone added in a beta ray emitter to trigger a mutation. Those beta rays leaked out from inside the equipment. Because the emitter was retrofitted, the shielding was inadequate. And the person who ordered and inspected the equipment was you, Doctor. That makes you the only person with the opportunity to install that emitter. So now you're saying I sabotaged medical equipment for some wild plan to make the vocal cord parasite kill everyone? Or maybe you thought it'd reveal a way to treat the parasite without using the Wolbachia. With that much to barter, I suppose some people would welcome even a pathetic cur like you. Just stop it! You'd have no shortage of buyers, but most would be happy with just the parasite. You wouldn't need to offer anything else. However, if that buyer already knew about the parasite, they'd also know that by itself, it's no longer the ultimate bargaining chip it once was. To sell to that buyer, you need to throw in a bonus. A way to one-up it. There's only one buyer who'd be after that. Emmerich, we record all communications on Mother Base. That includes radio transmissions to and from homemade devices. You've been in frequent contact with people in America. A private biotech company, a client of which is DARPA. And they are connected to Cypher. You made a deal with Cypher. You offered them a new parasite in exchange for your safety. This is the only place in the world where the vocal cord parasite still exists. And you used it as a testing ground, tried to resurrect their bioweapon. But your plan to obtain the parasite has failed. Your bullshit ends now. And don't think you're leaving here alive. Alter, dieser Huey, ne? Der hat so einen loyalen Sohn, ja. Aber er ist doch irgendwie voll der Verräter, Alter. Ist der Wahnsinn. Okay, wir machen sofort weiter. Wo sind wir denn? Wo haben wir denn? Was will er denn? So, was im Labor geschah? Nummer 1. Von den Stimmbandparasiten hervorgerufenes Verlangen. 12 hours after exposure to the blood of a symptomatic colleague, I found myself making my way up the stairs to this room. And I am not alone. Everyone who's infected, we've all come up here wanting to get outside. I know full well I mustn't leave, given the possibility I'm infected. Yet, I can't contain this urge I feel inside me, like the alcoholic who tries to make any excuse for one more drink. Every step I took up those stairs filled me with this sense of bliss. I still have all my wits about me. It took no time at all to rewire the electronic lock and open the emergency exit. Then, just as I was about to set foot outside, I finally realized what was going on. This desire for freedom is not my own, but that of the vocal cord parasites inside me. They want the ravens to feed on us, pecking us to death. Attracted by these sweet secretions, they have mutated to facilitate this. The sweet smell is powerful enough to attract even a species with such a weak nose. So, before the parasites take complete control, I must. Most of the staff in here are already infected. At least, everyone I've looked at is. Infection with this parasite causes a high fever in the pharynx. I have modified a pair of night vision goggles
to react only to this temperature range. With these goggles, you can identify who is infected. Other infected will, like me, feel compelled to make it outside. If the ravens get their meal, they'll head for land next. That cannot be allowed to happen. Ja, und das ist auch nicht passiert, mein Freund. Es war dieser Typ, den wir in der gestrigen Folge ja eben an dieser Tür ja, gefunden haben und ja dann auch gestorben ist, leider Gottes. Wir machen weiter. Was im Labor geschah? Mutation im Labor und Menschen unter Parasitenkontrolle. The whole idea of the vocal cord parasites was that they'd only copulate once exposed to a specific language over time. But the parasites infecting our men in the laboratory laid their eggs straight away. The larvae were eating their lung tissue almost immediately. What kind of mutation was it? Those who were infected and cured still carried the vocal cord parasites in their throats. They were still there, but the males had been rendered female by the Wolbachia, and copulation could not occur. So we thought, but it is the Wolbachia that mutated. Not the parasites? You remember I told you the Wolbachia attempts to maximize its number of female infected hosts? Yes, hence the male-to-female transformation. Precisely. But other Wolbachia strains use different methods. Cytoplasmic incompatibility, killing the males, and parthenogenesis. Parthenogenesis? Aphids? Aphids use that to reproduce via females only. Very good. The females lay their eggs without a male present, creating clones of themselves in explosive numbers. Parthenogenesis was originally a means for an organism to take maximum advantage of abundant resources by increasing its numbers. Certain strains of Wolbachia forced this to occur, to create more and more infected females. And that's why our men develop symptoms in the blink of an eye. Wolbachia causing parthenogenesis is common in parasitic wasps. Of course, the Wolbachia I introduced to you men did not have this characteristic, but I believe the mutation, whatever it was, caused it to force parthenogenesis in its host, the vocal cord parasites. The Wolbachia we used to prevent egg laying became the agent of limitless reproduction. There's something else. The symptomatic infected in the laboratory all wanted to get outside, even knowing there was napalm waiting for them out there. You said the parasites made them act that way, but parasites controlling humans. Is it possible? Parasites altering the host's behavior is a common occurrence in the world of nature. Long ago, the vocal cord parasites had this ability, but even I never foresaw they might control humans. Until I heard the things your man said. You mean the researcher on the top floor? The bit about, I'm not a snail. Yes. Among parasitic worms, there is a genus called Leucochloridium that uses snails as intermediary hosts. As you know, snails prefer dark, gloomy environments. But once parasitized by Leucochloridium, they desire to be in the light. And that is not all. The parasitic worms thrust themselves into the snail's antennae, making them swell to abnormal size. The snail, meanwhile, frantically wiggles its antennae as the parasites squirm inside. The swollen, wriggling antennae soon resemble caterpillars. I don't get it. It is so they can be eaten by birds. Leucochloridium needs a bird as its definitive host. To breed, they require their snail host to be snapped up by a predator.
So they make the humble snail appear to be a delicious caterpillar and lead it to somewhere in open sight. So you mean the staff trying to get outside Was so the birds could pick at them. The parasites altered their mental state, making them crave higher places and to be outdoors. I can only surmise that both the Wolbachia and the parasites mutated before the ancestors of the vocal cord parasites infected humans. Their hosts were birds. What we saw in the laboratory was some throwback to that time. The parasites attempting to make birds their intermediary hosts. It sounds insane. A praying mantis that is host to a parasitic hairworm will dive into water and drown itself, just so the hairworm can lay its eggs in water. Rats infected with Toxoplasma gondii lose their instinctive caution and run right up to cats. Just some of the many ways parasites control the host. But we're humans. Surely our minds are too complex for that. I thought just the same. Free will is what makes us human, so it never occurred to me that the parasites could be controlling the symptomatic. But the mood, the will of a person can be easily affected by the balance of their cerebral substances. Take the toxoplasma I mentioned. It does infect humans, and it is thought the infected develop a more reckless attitude. But to think that mutations occurred in both the Wolbachia and its parasite hosts. Your observation is most apt. Both mutations occurring at once indicates the presence of a powerful mutagen. I see. Keep working on narrowing down what it was. Alter, und es gibt's ja wirklich, es gibt ja tatsächlich so einen Wurm, so einen Parasiten, wo sich irgendwie ins Hirn reinfrisst, sage ich mal, die ja das Bewusstsein von Angst hemmt und somit du viel unvorsichtiger bist und dich viel mehr Gefahren wie sagt man da nochmal, dich Gefahren quasi aushändigst. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, da werde ich mir doch mal ein bisschen im Internet recherchieren, um solche Parasiten, solche Würmer, die einen wirklich beeinflussen können, finde ich doch sehr, sehr interessant. So, das war allerdings dazu. Jetzt machen wir mal geschwind eine externe Herausforderung. So, wir haben sogar Headhunting geschafft. Dann können wir da locker was machen. Please select a mission. So, BE. Komm, dann machen wir mal BE, hat er gemeint. Approaching. Unit dispatched. Sehr schön, GMB 100.000, passt schon. Unit dispatched. Jo, was ich ja eigentlich machen wollte, wir schauen aber jetzt mal hier, was wir bekommen haben. Jo, 90% aller Kassetten mit Informationen wiedergegeben. Ja! Ich freue mich wie ein Schnitzel. So, was wir aber machen wollten, wir schauen jetzt nochmal Belohnung. Denn wir können unser Diamond Dogs Logo, glaube ich, jetzt machen. Allmächtig. Haben wir überhaupt was gewonnen hier? 30.000 GMB und ein Haufen Sturm, ey. Willst du mich verarschen? So, was bekommen wir? Einen legendären Soldaten. Jawohl. Wenigstens etwas. Zum Glück sind das alles... ja. So, Ressourcen. Nein, wir wollten natürlich... Oh, wir können hier was angucken. Und zwar automatisierte Sicherheitssystem haben wir jetzt A. Materialverarbeitung ebenfalls A. Und der Verbbau ebenfalls. Das ist schön. Das freut mich. Ups. Dann hätte ich doch gesagt, gehen wir wieder in Anpassen. Und zwar ins Emblem, denn ich möchte doch das Diamond Dogs Logo, Alter, haben. Wie ist es denn? Caution, rain approaching.
Wo ist denn das Diamond Dogs Logo? Ah, hier haben wir es doch. Wir nehmen auf jeden Fall mal das. Was ist das? Nein, wir nehmen auf jeden Fall mal das. Ist das nicht ganz sichtbar? Naja. Grundfarbe, ja, passt soweit alles. Vorderseite haben wir den Wauwau natürlich. Ist das Quiet, wo das so stöhnt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, um ehrlich zu sein. So. Quiet, was ist denn los, ey? Noch alles fit hat er gemacht. Oh, Prying Mantis, geil. Jo, dann schauen wir uns das hier doch mal auch alles an. Das sieht auch natürlich geil aus, ne? Aber wir bleiben da doch bei unserem Diamond Dogs Logo. Mal schauen, ob wir hier was haben. Den Schmetterling hatten wir damals. Ey, wir haben so wenig freigeschalten bisher, ne? Das glaubst du ja gar nicht, ey. Da bei den Viechern haben wir jetzt doch ein wenig mehr. Okay, und hier haben wir noch... Ah, schau mal her. Das haben wir noch. Nee, das ist doof. Das ist doof. Das finde ich doch ein wenig doof. Das sieht geil aus natürlich, ne? Psycho Mantis, Alter. Und die Atomwaffe. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Nein, ich wollte doch noch was anderes machen, hat er gemacht. Tiere, Codenamen. Genau, den wollte ich ja wieder machen. Diamond Dogs Logo. Und sonst noch was. Da war doch sicherlich auch ein Saver. Stünden die Queierheit wieder so, ja, hat er gemacht. Das könnte man vielleicht ein wenig... Haben wir hier was? Von A bis Z. Da haben wir vielleicht noch das ein oder andere. Nee, hier haben wir vielleicht noch Butterfly. Shark. Oh, was war das? Ach so, das, was wir markiert haben, okay. Dann gibt es hier nichts soweit großartig. Den Hund hätte ich vielleicht gesagt, dass wir den ein wenig größer oder kleiner machen. So, jo. Und aber das Diamond Dogs A machen wir mal um 2 kleiner. Nein, warte mal. 1, 2. Okay, so passt es, ne? Vielleicht noch das Emblem. Nee, das müsste doch gleich sein, oder? So. Gab es hier noch was Neues? Also wir haben auch so dermaßen viel, ne? So, dann gucken wir hier doch noch mal geschwind neu. Und dann sind wir, muss ich doch sagen, auch schon ziemlich weit fortgeschritten, ey. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, um echt zu sein. Dass es jetzt doch so lange gedauert hat. Ich dachte nur, das ist eine Kassette. So, hier gibt's nichts. Hier haben wir das halt noch. Alter, wer lässt sich sowas machen, ey? Osterinsel, ey. Da hat er den Schuss nicht gehört. So. Nein, wir wollen natürlich okay. Yeah, unser neues Diamond Dogs Logo. Namensschild. Was ist das?
Ach so, geil, okay. Da könnten wir wechseln. Wir machen aber nochmal hier geschwind die Grundfarbe von unserer Mother Base. Hätte ich gemeint, was haben wir denn alles? Was nehmen wir denn einmal? Sollen wir mal das hellgraue nehmen? Komm, nehmen wir mal das, Freunde. Dann hätten wir das auch. Gut, liebe Freunde, wie gesagt, machen wir hier einen Cut. Ich denke, wir haben doch gut was erfahren, auch mal über diese Parasiten. Etwas genaueres und was da wirklich vorgefallen ist. Und ja, da bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Das erfahrt ihr dann alles morgen, liebe Freunde, zu Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder wir könnten... Nee, komm. Machen wir hier einen Cut. Und bis morgen. Euer Frankonia. Servus.